Moin allerseits, ich bin Sven von outdoorminimalist.net und ich möchte euch mal wieder einen Rucksack zeigen. Diesmal aber keinen Zavotta, sondern einen von Fjällräven, nämlich den Kaipak 58. Und wenn ihr wissen wollt warum, bleibt einfach dran. Der Kaipak gehört gar nicht mir, sondern den habe ich mir gerade ausgeliehen. Und ich habe jetzt einmal eine Tour damit gemacht. Habt ihr auch im Video vielleicht gesehen, ist glaube ich nur ganz kurz zu sehen. Bin am Überlegen, ihn noch häufiger zu verwenden, mal schauen. Aber ich finde ihn auf jeden Fall so gut, dass ich dachte, bevor ich ihn wieder zurückgebe, zeige ich euch den einfach mal. Er passt auch super in meine ich sag mal, Unterkategorie von Natural Bushcraft, nämlich das Beste aus beiden Welten, weil das ist natürlich aus G1000, in dem Fall sogar G1000 Heavy Duty. Und G1000 ist nichts anderes als Polycotton, sprich eine Mixtur aus Baumwolle und aus Kunststoff. Ich fange direkt mal beim Tragesystem an. Und zwar gibt es da gar nicht so viel zu erzählen. Also die Polsterung ist überdurchschnittlich komfortabel, also richtig angenehm zu tragen. Man hat aber kaum Einstellmöglichkeiten. Man hat einen sehr großzügigen Bauchgurt, wo man auch, wenn man etwas beleibter ist oder sehr viel Kleidung trägt oder beides, auf jeden Fall genügend Platz hat. Und man hat auch einen Brustgurt, der sehr geräumig ist und wo man auch wieder die übliche Pfeife dran angebracht hat. Ansonsten ist tatsächlich zu dem Tragesystem gar nicht viel zu sagen, denn sowohl die Riemen als auch die Hüftflossen sind jeweils fix in ihrer Position. Natürlich hat man hier hinten nochmal die üblichen Lagerverstellriemen, wo man den Rucksack etwas näher ranholen kann oder etwas weiter weg. Aber was die Breite angeht von den Riemen, sowohl hier oben als auch hier unten, kann man tatsächlich nichts weiter tun. Da auch die Hüftflosse fest vernäht ist, kann man auch die nicht entfernen, sondern sie ist einfach Teil des Rucksacks. Das empfinde ich nicht als Nachteil, denn das macht die Entscheidung ganz leicht. Entweder er passt einem oder er passt einem nicht. Da gibt es nicht viel Variation dazwischen. Bei mir ist es tatsächlich so, dass er wie angegossen passt. Also er passt genau von den Aussparungen her so, dass es sich schön über die Schulter legt und sich sehr gut tragen lässt. Das ist aber nicht bei jedem der Fall. Also das ist wieder ein Rucksack, wo man auf jeden Fall einmal gut Probe tragen sollte, auch mit ein bisschen Gewicht drin. Denn nachträgliches Einstellen ist hier einfach schlicht nicht drin. Breite kann man nichts machen, die Riemen sind wie sie sind. Was ich bei Fjällräven sehr angenehm finde, was sie bei mehreren ihrer Modelle haben, das sind diese Taschen, die direkt mit der Hüftflosse verbunden sind. Die sind praktisch, um da nochmal Kleinigkeiten drin unterzubringen. Kompass, kleines Taschenmesser oder einen kleinen Snack für zwischendurch. Man könnte hier sogar ein bisschen Erste Hilfe reintun. Also da hat man auf jeden Fall mehrere Möglichkeiten. Und hat hier zwei Taschen, die vom Platz her gut, ich sag mal, eine Faust fassen. So eine Hand sieht man, passt da gut rein. Also die kann man auch wirklich sehr voll packen. Auch hier natürlich wieder die Lagerverstellriemen und den Gurt so ein bisschen anzupassen. Also die Möglichkeiten des Verstellens hat man, aber darüber hinaus hat einfach nichts. Der Rucksack an sich hat wieder eine schön aufgeräumte Optik, das mag ich immer sehr gerne. Es ist einfach nicht so viel Gebimsel dran. Man hat das Deckelfach, das kann man auch in der Höhe nochmal verstellen. Also nicht nur hier vorne, indem man das hier lockert, sondern man kann auch hier hinten das Ganze lockern und so großzügig das Ganze überpacken. Die Riemen funktionieren alle butterweich, wie nicht anders zu erwarten. Es ist natürlich auch noch ein recht neuer Rucksack, der wurde noch gar nicht so viel verwendet. Ich glaube, vor mir ist damit eine Tour gelaufen worden. Also es ist wirklich, deswegen, der sieht auch noch aus wie geleckt. Hier ist noch so ein bisschen dran. Und es ist einfach schönes Material, es ist alles sehr wertig verarbeitet. Wo ich für mich anfangs dachte, dass es eine relativ überflüssige Tasche wäre, das wäre dieses vorne aufgesetzte Fach. Überflüssig nur für mich persönlich, weil ich eigentlich nichts hatte, was ich so da reintun wollte. Oder von dem ich dachte, dass ich es da reintun wollen würde. Allerdings habe ich mir vor kurzem einen Tatonka-Tab geleistet. Und das passt hier wirklich perfekt hinein, also als wenn es dafür gemacht wäre. Und das fand ich wirklich richtig gut, weil ich hier vorne meinen Tab untergebracht habe. Gut untergebracht, das ist auch eine wasserfeste Hülle. Und den restlichen Stauraum so nutzen kann, wie ich es eben brauche. Man hat hier unten nochmal die Möglichkeit, auf den unteren Bereich des Rucksacks zuzugreifen. Darüber hat man zwei schöne Reißverschlüsse, auch richtig schön stabile Reißverschlüsse. Das sind YKK-Zipper, also auch wirklich tauglich. Und vor allem hat man hier nochmal die Möglichkeit mit diesen Schlaufen, dass man selbst mit Handschuhen da reingreifen kann und sie aufbekommt. Es ist ansonsten keine Bodenunterteilung da. Das heißt, hier hat man direkt auf den unteren Bereich Zugriff, aber es ist keine Zwischenwand oder dergleichen da. Auch wenn diese Reißverschlüsse einen sehr vertrauenswürdigen Eindruck machen und ja, wirklich auch stabil sind, da kann man nichts sagen, wäre es mir persönlich lieb gewesen. Das ist aber so eine Kopfsache, wenn hier unten einfach nochmal die Möglichkeit gewesen wäre, das Ganze zusätzlich zu sichern über eine Schnalle, die hier rüber geht.
Einfach nur um das Bodenfach, falls der Reißverschluss aus welchen Gründen auch immer doch aufgeben sollte, nochmal zu sichern. Des Weiteren hätte ich es schön gefunden, wenn unten drunter nochmal die Möglichkeit gewesen wäre, Gurtband anzubringen. Aber ihr seht, unten drunter ist wirklich nichts. Muss man einfach nur wissen. Man hat also keine Möglichkeit, etwas darunter zu schneiden. Es handelt sich hier also nicht um den riesigen Packesel, sag ich mal, wo man an allen Ecken und Enden noch was dran schrauben kann. Darauf ist aber auch nicht ausgelegt. Dadurch, dass der Boden nicht extra gesichert ist, wäre es sowieso unsinnig, noch etwas darunter zur Befestigung anzubieten. Denn ja, wenn der Boden wirklich nur durch den Reißverschluss, in Anführungsstrichen nur, gesichert ist, dann würde ich nichts unten drunter hängen, was ein bisschen schwerer ist und den Reißverschluss über Gebühr belastet. Also von daher macht es Sinn, dass keine Schnalle da drunter ist. Das ist für mich eher ein Rucksack, der so ein bisschen Hybrid zwischen Bushcraft und Trekking-Rucksack ist. Viele Möglichkeiten bietet, aber eher darauf ausgelegt ist, dass die Sachen reinpassen. Beim Deckelfach vielleicht nochmal eben kurz eine Isomatte oben zwischen gemacht oder Schlafsack, je nachdem, was man da hat, um da nochmal so ein bisschen Stauraum dazu zu gewinnen. Aber ansonsten, dass man in der Range von 58 Liter bleibt. Was ich schön finde, ist, dass man hier oben nochmal ein Deckelfach hat. Und standardmäßig ist auch die Regenhülle mit dabei. Finde ich auch sehr gut. Ist auch leider nicht bei jedem Rucksack mit dabei. Und daher finde ich es ganz gut, dass er halt hier drin ist. Und man hat neben Regenhülle noch mehr als genug Platz, dass man beispielsweise ein Poncho unterbringen kann, Erste Hilfe unterbringen kann. Also hier oben ist wirklich gut Raum drin. Das Material, das G1000 Heavy Duty, ist mit Wachs vorbehandelt. Das heißt, es ist sehr wasserabweisend, aber es ist nicht hundertprozentig dicht. Es braucht ein ganzes Weilchen, bis da wirklich was durchkommt. Das auf jeden Fall, also da hat man wirklich eine Weile Ruhe. Erster Schwachpunkt ist tatsächlich, wenn hier an der Seite was reinläuft. Ihr seht, dass die Kante hier ist nicht hundertprozentig plan. Und wenn hier beispielsweise Regen runterläuft, ist das hier halt der erste Schwachpunkt, wo zuerst was reinkommt, weil dann natürlich durch den Reißverschluss ganz klar Wasser durchdringen wird. Dementsprechend macht die Regenhülle Sinn und sollte auch verwendet werden, wenn es ein bisschen länger regnet. Für einen kleinen Regenschauer oder wenn es so ein bisschen vor sich hin nieselt, da braucht es eine ganze Weile, bis da was durchkommt. Da muss man also nicht sofort die Regenhülle anbringen. Ganz klarer Vorteil natürlich auch von dem G1000 bzw. einfach von dem Polycotton ist auch, dass man es mit Wachs nachbehandeln kann. Sprich, man kann das Ganze noch deutlich dichter machen, indem man wirklich mit entsprechendem Wachs rübergeht, das einfüllt und so kann man das Gewebe eben noch weiter verstärken. Es wird dadurch steifer, aber es wird auch noch wasserfester. Aber auch da, denkt dran, die Reißverschlüsse, da könnt ihr zwar auch ein bisschen Wachs mit reinmachen, aber das ist schwierig, die wirklich dicht zu bekommen. Also ihr werdet diesen Rucksack nicht hundertprozentig dicht bekommen. Also da ist die Regenhülle auf jeden Fall, wie gesagt, sinnvoll, sie zu nutzen, wenn es längerfristig regnet. An den Seiten habt ihr nochmal die Möglichkeit, reichlich unterzubringen. Also wie gesagt, versteht mich nicht falsch, wenn ich sage, ihr könnt ihn nicht gut beladen. Natürlich habt ihr genug Möglichkeiten. Er ist aber nicht darauf ausgelegt, oben was ran, an der Seite was ran und unten noch was dran. Da ist irgendwann einfach die Grenze erreicht. Auch wenn die Polsterung einiges zulässt. An der Seite habt ihr hier auch nochmal gut die Möglichkeit, vom Volumen her eine Isomatte zu befestigen. Und was auch sehr praktisch ist, ist dieses hier. Das sieht hier jetzt noch gar nichts aus, nach diesem Haken. Ja, hier ist so ein Haken dran, aber das könnt ihr hier einhaken. Und hier könnt ihr dann beispielsweise den Trackingstock durchführen. Und selbst wenn ihr die Schlaufe öffnet, bleibt das erstmal hier drin. Das heißt, das ist dann nicht gleich lose, sondern ihr habt hier weiterhin die Fixierung von dem Trackingstock, ohne dass der gleich runterfällt oder zur Seite fällt. Das finde ich ziemlich genial und echt durchdacht. Und man kann hier unten eben die Spitze von dem Trackingstock reinlegen, das hier oben nochmal befestigen und dann hat man den Trackingstock gut untergebracht. Das finde ich ziemlich gut. Die Schnallen könnten für meinen Geschmack etwas größer sein, aber auch das ist wieder einfach privater Geschmack. Die sind sehr klein, die sind sehr wertig, man hört es auch. Also man hört wirklich, dass es jetzt nicht das billigste Plastik ist und dass das wirklich satt schließt. Also die werden auch so schnell nicht kaputt zu bekommen sein. Ich mag es, wenn sie ein klein bisschen größer sind, weil sie halt schon ordentlich klein sind. Und das ist mit Handschuhen oder mit kalten Fingern tatsächlich ein bisschen schwerer zu bedienen, anders als die Schlaufen vorne. Denn da hat man wirklich, ja, einfach nur diese kleine Fläche. Die Taschen unten sind großzügig berechnet. Was ich hier ganz gut finde, ist, dass man nicht nur dieses Netz hat, sondern das untere Stückchen, also man sieht hier diese 5 cm etwa, die sind auch nochmal mit G1000 Heavy Duty verstärkt, sodass man, wenn man hier unten was reinstellt, das nicht in das Netz reindrückt, sondern eben in das G1000 reindrückt und dementsprechend deutlich länger halten sollte, als wenn es das Netz wäre. Sie sind so groß, dass gut eine Wasserflasche hineinpasst, die Nalgene Oasis, als auch die Everyday heißt, glaube ich, die Runde. Gar kein Problem. Auch eine Isomatte kann man hier noch mit reinschieben, wenn es nicht die dickste Winter-Isomatte ist. Das passt das auch, dass man es hier reinlegen kann und nochmal zusätzlich fixiert hat. Man kann das Ganze hier zusammenziehen. Seht das?
aber nur bedingt. Also man kann diese Tasche jetzt nicht wegmachen. Die trägt hier immer so ein ganz klein bisschen auf, finde ich persönlich aber nicht schlimm. Dieser Frontzugriff ist übrigens wirklich eine extra Tasche. Das heißt, das ist kein Zugriff auf das Innere vom Rucksack, sondern wirklich nur diese extra Tasche. Hier oben ist auch nochmal ein Riemen, der hier quer rüber geht und auch reichlich Material hat. Sprich, wenn ihr den Deckel nach oben hebt, sprich ihn etwas überpackt, habt ihr hier auch nochmal die Möglichkeit, das, was ihr dazwischen gebt, einfach zu sichern. Zusätzlich zum Deckel selber. Also eine Isomatte oder Schlafsack oder dergleichen oder auch ein Zelt sind gar kein Problem, das hiermit zu sichern. Und hier kann man es natürlich auch schön nochmal zusammen komprimieren, wenn er eben nicht zu voll ist. Darüber hinaus hat man natürlich in erster Linie hier nochmal die Möglichkeit, das Ganze zusammen zu komprimieren. Und auch noch eine geräumige Schneeschürze, die sich ebenfalls schön schließen lässt und den Inhalt nochmal vor Regen, Schnee namensgebend eben nochmal beschützt. Der Innenraum selber ist relativ unspektakulär. Ihr habt hier oben nochmal die Befestigungsmöglichkeit einer Trinkblase über so einen kleinen Clipverschluss. Könnt ihr das Ganze hier nochmal befestigen. Habt hier drin nochmal eine Tasche, die mit einem Gummiband gesichert ist, dass man hier etwas Flaches zwischenschieben kann. Der Reißverschluss hier, der gibt euch nochmal Zugriff auf die Rückentrageplatte, denn hier ist wirklich eine feste, stabile Kunststoffplatte verbaut. Sprich, ihr habt da wirklich nochmal Stabilität, es kann nichts durchstechen und ihr habt wirklich eine gewisse Steifigkeit, die es erlaubt, auch wirklich eine gewisse Last mitzunehmen. Darüber hinaus ist über den Rucksack und den Innenraum an sich nichts weiter zu sagen. Das ist wirklich ein schöner, sehr robuster, solider, schlichter Rucksack. Also vom Aufbau her ist es wirklich so, es ist ein Rucksack, schnappen, reinwerfen, los. Wenn er für einen passt, wie gesagt, das auf jeden Fall vorher einmal testen, denn viele Einstellmöglichkeiten habt ihr letztlich nicht. Ist auf jeden Fall in meinen Augen echt ein brauchbarer Bushcraft-Rucksack auch, wo man sehr, sehr viel mit anstellen kann und wirklich auch genügend reinbekommt. 58 Liter, wisst ihr selber, das ist schon nicht wenig. Da kann man schon so einiges machen. Mit der Möglichkeit des Überpackens und auch an der Seite nochmal was reinzutun, kann man damit wirklich die eine oder andere Tour machen. Und ich finde halt, hier ist wirklich wieder sinnvoll kombiniert Kunststoff und Naturfaser. Dann will ich es auch gar nicht viel ausführlicher machen. Ich versuche mich mal ein bisschen kürzer zu halten bei Rucksack-Reviews, was mir relativ schwer fällt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst. Schaut auch gerne bei meinen anderen Videos rein. Und wenn euch gefällt, was ihr seht, freue ich mich, wenn ihr mir ein Abo da lasst. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, einfach in die Kommentare damit. Ihr könnt mich auch gerne über meine Homepage oder über meinen Instagram-Account kontaktieren. Ich bin da eigentlich ziemlich zügig im Zurückschreiben. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.